So schafft ihr auch solo easy das The Shattered Whale Easter Egg. Bereitet euch 2 Kaugummi-Pakete vor. Eins für das frühe Spiel und eins für den Bosskampf. Kraftfass ist für einen Easter Egg Schritt wichtig, für den ihr den Ätherschleier braucht. Nehmt für den Ätherschleier am besten die Augmentierung Extra Ladung mit. Für Schnellwiederbelebung letzter Wunsch. Für Tempo Cola klassische Formel. Für Gaia Elixier Abschiedsgeschenk, um öfter Munition für die Strahlenkanone zu erhalten. Für Dr. Niete Umweltschützer, damit ihr keinen Schaden bekommt und nicht verlangsamt wird, wenn ihr beim Boss durch die Pfützen rutscht. Und für Doppelschuss Doppelstandard für den Bosskampf. Schritt 1 ist die Vorbereitung. Holt euch bis Runde 10 die 2 Teile, um den Aufzug zu reparieren. Eins bekommt ihr oben in der Bibliothek von dem Zombie, der am Boden sitzt. Und eins im Quartier des Direktors, wenn ihr die Maschine links neben dem Bett zerstört. Zerstört nebenbei Kisten, um die Essenzbombe aus einer zufälligen Kiste zu erhalten, die braucht ihr für die lila Wunderwaffe. Ihr findet die Kisten in jedem Gebiet der Karte. Sprengt auch nebenbei Pilze mit Explosivschaden, Molotovs oder einem Feuermunitionsmod und sammelt 4 Pflanzensamen, die ihr dadurch erhaltet, ein. Die braucht ihr für die gelbe Strahlenkanone. Die Pilze können in jedem Gebiet draußen erscheinen. Falls ihr einen versehentlich normal zerstört, spawnt er nächste Runde neu. Schritt 2 ist die gratis Strahlenkanone Mark II. Repariert den Aufzug bis Runde 10, öffnet die Tür, aus der auch einige Zombies kommen und rutscht in den Hauptrechnerraum. Bleibt dort bis ab Runde 10 ein Zombie mit lila Augen namens Labortechniker spawnt, tötet ihn und nehmt die Diskette auf. Geht damit ins Ostfoyer und interagiert mit dem PC in der Ecke. Es spawnen einige Ungeziefer und ein Fax beginnt zu drucken. Interagiert damit, sobald es gedruckt ist, und merkt euch das dick geschriebene Wort, wie hier im Video Yeti. Geht in den Kindergarten und zählt bei der Tafel für jeden Buchstaben von dem Wort die Buchstaben, die in einer Gruppe stehen. Bei Y stehen 3 Buchstaben in einer Gruppe, also entspricht Y der Zahl 3. Bei E steht nur einer, also entspricht E der Zahl 1. T ist dann eine 9 und I eine 2. Also ist der Code im Beispiel 3192. Verbessert eure Waffe und gebt eure 4 Zahlen in der richtigen Reihenfolge bei dem Zahlenfeld im Wartungstunnel ein, um einen verstärkten Doppelgast freizulassen. Tötet ihn und nehmt euch den Arm, den er fallen lässt. Geht damit beim Vorratsdepot in die Waffenkammer, interagiert mit dem Scanner neben der Strahlenkanone und nehmt sie euch. Schritt 3 ist leere Kanister sammeln. Jetzt braucht ihr mindestens einen leeren Kanister, um eure Strahlenkanone mit einem Element verbessern zu können. Einen Kanister bekommt ihr zufällig aus einem von 4 Kristallen, die ihr nur mit der Strahlenkanone zerstören könnt. Einer ist im Wartungstunnel vor dem Raum mit der Waffenkammer. Einer ist im Ostfoyer an der Decke. Einer beim Südwestbalkon. Und einer im Gewächshaus. Lest für einen weiteren Kanister den Buchstaben links neben der Kammer beim Handwerkstisch im Hauptrechnerraum ab. Werft dann im Wartungstunnel mit einer Kampfaxt das mittlere Ventil und das mit dem abgelesenen Buchstaben ab. Falls ihr das falsche Ventil abwerft, müsst ihr es nochmal abwerfen, um es wieder zu schließen. Zielt dafür mit der Strahlenkanone eine Visierhöhe über das Ventil und werft die Axt, dann trefft ihr es sicher. Ihr könnt euch dafür auch 3 gratis Äxte auf der Karte holen. Eine ist beim Spawn, eine im Kindergarten und eine rechts neben Bäcker Punch. Sprengt dann die Kammer im Hauptrechnerraum mit Explosivschaden oder einem Molotow und nehmt den Kanister. Holt euch für den letzten Kanister die gratis Kasimir-Granate im Wartungstunnel bei der Leiche. Werft sie bei der großen Veranda hinter Schnellfeuer vor die Barrikade und ihr habt alle leeren Kanister. Schritt 4 ist die blaue Strahlenkanone bauen und das Ritual abschließen. Baut am besten erst die blaue Strahlenkanone, damit könnt ihr die anderen Strahlenkanonen dann einfacher bauen, die schießt am schnellsten. Die Reihenfolge, in der ihr die Strahlenkanonen baut oder die Rituale macht, ist dabei egal. Ihr könnt später die Strahlenkanone, so oft ihr wollt, kostenlos an einer jeweiligen Werkbank auf eine andere Version wechseln. Platziert für die blaue Strahlenkanone einen leeren Kanister in der Vorrichtung bei Shems Monument gegenüber von Tempo Cola. Ein Scheusal spawnt und ihr müsst in dem Bereich die 3 kleinen Felsen von seinem Blitz abschießen und ihn dann dagegen laufen lassen. Macht das am besten am Ende der Runde, wenn ihr noch ein paar Kriecher übrig habt.
Verlasst ihr das Gebiet, verschwindet das Scheusal und ihr könnt erst nächste Runde weitermachen. Sobald die 3 Steine schweben, fliegen von ihnen Seelen in die Vorrichtung in der Mitte und euer Fortschritt erhöht sich. Ihr müsst jetzt Ungeziefer, das spawnt, davon abhalten, in die Vorrichtung zu laufen, sonst sinkt euer Fortschritt. Ihr könnt euch auch einfach mit einer Mutanteninjektion auf die Vorrichtung stellen und um euch schlagen, dann kann das Ungeziefer nicht reinlaufen. Ihr könnt sie auch blockieren, wenn ihr mit dem Ätherschleier draufsteht. Ist der Fortschritt bei 100%, nehmt euch den blauen Kanister und baut euch damit vor der Waffenkammer an der Werkbank die blaue Strahlenkanone. Holt euch dann den Leuchter im Speisesaal. Platziert ihn im großen Foyer neben Juggernog an der Wand. Interagiert mit einer Lampe und aktiviert sie dann 3-mal in der Reihenfolge, wie sie aufleuchten, um einen Durchgang zu öffnen. Aktiviert dort die Maschine neben dem Gemälde und tötet Zombies mit der blauen Strahlenkanone, bis sich ein Portal beim Gemälde öffnet. Geht kurz rein und wieder raus, damit ihr mit dem nächsten Schritt weitermachen könnt. Holt euch für eine Waffe oder eure Nahkampfwaffe den Hirnvollmod. Holt euch die Klingel im Arbeitszimmer im Raum mit dem Waffenbankkauf. Die Klingel kann an den 4 gezeigten Positionen sein und ihr müsst die Scheiben zerstören, um sie aufsammeln zu können. Platziert die Klingel bei der Empore an der Bar. Mutiert daneben einen Zombie und läutet dann schnell die Klingel. Der Zombie springt hinter die Bar und serviert euch nach einem ordentlichen Schluck kurz darauf den Flachmann. Nehmt den Flachmann und verbessert eure Strahlenkanone bei Pack a Punch. Geht jetzt durch das blaue Portal und platziert den Flachmann auf dem Podest. Die Rituale könnt ihr in toxischen Zombie-Runden nicht starten. Ein verstärkter Mängler mit Schild erscheint, das ihr nur mit der Strahlenkanone zerstören könnt. Zusätzlich spawnt auch Ungeziefer und Zombies. Tötet den Mängler, nehmt euch das Artefakt und das blaue Ritual ist fertig. Schritt 5 ist die gelbe Strahlenkanone bauen und das Ritual abschließen. Jetzt braucht ihr die 4 Pflanzensamen, die ihr durch das Sprengen von Pilzen erhaltet. Platziert einen leeren Kanister in der Vorrichtung im Gewächshaus. Pflanzt einen in eine der 4 Vorrichtungen und verteidigt ihn gegen Zombies, bis er fertig gewachsen ist und sich so der Fortschritt in der Leiste erhöht. Macht das am besten am Ende einer Runde, wenn ihr noch ein paar Kriecher übrig habt und tötet, wenn es geht, nur die mit den lila Augen, dann endet die Runde nicht. Ihr könnt auch mehrere gleichzeitig einpflanzen. Falls der Pilz zu oft angegriffen wird, liegt er vor der Vorrichtung und ihr könnt ihn wieder einsammeln und darin nächste Runde nochmal einpflanzen. Nehmt euch, wenn alle 4 Pilze gewachsen sind, den gelben Kanister und baut euch damit beim Spawn an der Werkbank die gelbe Strahlenkanone. Geht damit zur Bibliothek, aktiviert die Maschine neben dem Gemälde und tötet mit der gelben Strahlenkanone Zombies, bis sich ein Portal beim Gemälde öffnet. Geht kurz rein und wieder raus, damit ihr mit dem nächsten Schritt weitermachen könnt. Jetzt müsst ihr den Ätherschleier nutzen, um 3 blau leuchtende Objekte einsammeln zu können. Die könnt ihr nur, wenn der Ätherschleier aktiv ist, an 7 möglichen Positionen finden und ihr seht sie auch noch kurz nachdem der Ätherschleier endet. Eine Position ist bei der Empore neben der Bar, eine im Ostfoyer oben auf dem Tisch, eine im Ostfoyer unten im Kamin, eine in der Bibliothek auf dem Sofa vor dem Gemälde, eine auf dem Tisch im Arbeitszimmer, eine im Kamin daneben und die letzte im Speisesaal im Kamin. Habt ihr die 3 eingesammelt, seht ihr in der Bibliothek 3 Bücher in den Regalen leuchten. Aktiviert die 3 Bücher in der richtigen Reihenfolge und es öffnet sich ein geheimer Raum. Die Reihenfolge, in der ihr die Bücher aktivieren müsst, ist zufällig. Nehmt euch in dem Raum das Dokument vom Tisch, geht damit durch das gelbe Portal und platziert es auf dem Podest. Ein verstärkter Amalgam mit Schild erscheint, das ihr wieder nur mit der Strahlenkanone zerstören könnt.
Zusätzlich spawnen auch toxische Zombies, Zombies und Parasiten. Tötet den Amalgam, nehmt euch das Artefakt und das gelbe Ritual ist fertig. Schritt 6 ist die lila Strahlenkanone bauen und das Ritual abschließen. Holt euch, um die lila Strahlenkanone zu bauen, die Essenzbombe durch das Zerstören von Kisten und die beiden Reflektoren. Einen Reflektor findet ihr beim Gewächshaus im Brunnen. Und einen beim Südwestbalkon im Brunnen. Sprengt mit der Essenzbombe die Trümmer im Wartungstunnel. Platziert in dem Raum den leeren Kanister in der Vorrichtung und platziert die Reflektoren an den beiden gezeigten Positionen. Schlagt den Kristall und besiegt den Doppelgast, der dadurch entsteinert wird. Verlasst ihr ab jetzt den Raum, spawnen alle Statuen neu. Schlagt den Reflektor vor dem Kristall zweimal, um ihn auf die nächste Statue auszurichten, schlagt wieder den Kristall und tötet den nächsten Doppelgast. Schlagt den Reflektor vor dem Kristall wieder zweimal, bis er auf den Vorsprung links davon strahlt. Holt euch den anderen Reflektor und platziert ihn dort. Schlagt den Reflektor einmal, um ihn auf die letzte Statue auszurichten, schlagt wieder den Kristall und tötet den verstärkten Doppelgast. Nehmt den lila Kanister auf und baut euch damit im Quartier des Direktors an der Werkbank die lila Strahlenkanone. Geht damit zum Speisesaal, aktiviert die Maschine neben dem Gemälde und tötet mit der lila Strahlenkanone Zombies, bis sich das Portal beim Gemälde öffnet. Geht durch das Portal und holt euch das Ritualelixier auf dem Tisch, damit ihr mit dem nächsten Schritt weitermachen könnt. Interagiert mit einem von 3 Kelchen und tötet den Jünger, der spawnt. Einer ist in der Abfüllerei. Einer bei der Empore neben der Bar auf der Bank. Und einer beim Spawn auf der Bank neben der Brücke. Habt ihr alle 3 Jünger besiegt, geht zurück zum Speisesaal und lest die 3 Zahlen an den Gemälden um den Aufzug herum von links nach rechts ab. Gebt die Zahlen beim Tresor im Westgang neben Todeswahrnehmung ein. Nehmt euch die Geweihschnitzerei, geht durch das lila Portal und platziert sie auf dem Podest. Tötet den Jünger und nehmt euch das Artefakt und das lila Ritual ist fertig. Zusätzlich spawnen auch Zombies, Ungeziefer und Parasiten. Schritt 7 ist der Bosskampf. Bereitet euch für den Bosskampf mit einem Selbstwiederbelebungskit, Perks und Panzerung, der blauen Strahlenkanone auf Stufe 3, Stim-Injektionen, Kaugummis und einem Helikopterschützen vor. Als Kaugummis sind die besten extrasüchtig, falls ihr down geht, Regentropfen und Schildbürger. Die DG-Wunderwaffe ist als Zweitwaffe noch top, braucht ihr aber nicht unbedingt. Ein Video dazu findet ihr in der Beschreibung. Interagiert mit Sam und ihr startet den Bosskampf nach einer kurzen Sequenz. Wenn euch die Panzerplatten ausgehen oder ihr euer Selbstwiederbelebungskit verloren habt, könnt ihr bei Richtofen vorbeilaufen und er wirft euch immer wieder etwas runter. Der Boss hat 4 Phasen. Sobald ihr 25% seiner Leben abgezogen habt, startet die nächste.
Er springt auf euch zu, beißt und schubst euch so auch rum und schlägt mit dem Schwanz zu, wenn ihr zu nah hinter ihm steht, was euch auch in die Luft wirft. Es spawnen auch dauernd Zombies und toxische Zombies. Schlägt euch der Rex in die Luft, könnt ihr ihn mit der Aktionstaste auch reiten, wenn ihr nah genug bei ihm seid. Haltet einigen Abstand zum Boss und schießt auf die Schwachstellen an den Augen. Haltet, wenn er stehen bleibt und eine Pfütze spuckt voll drauf, da bewegt er seinen Kopf nicht. Schießt auf die grünen Stellen auf beiden Seiten am Körper, wenn sie erscheinen, sobald er einen toxischen Zombie frisst, dann macht ihr ihm extra Schaden. Zerstört ihr alle grünen Stellen rechtzeitig, spuckt er auch keine Giftpfützen. Meidet die grünen Pfützen, die verlangsamen euch und machen Schaden. Wenn ihr die empfohlene Dr. Nita-Augmentierung dabei habt, könnt ihr auch durch die Pfützen rutschen und bekommt dadurch keinen Schaden und werdet auch nicht verlangsamt. Habt ihr die Phase geschafft, springt er aus der Arena und ihr könnt ihn noch kurz weiter abschießen. Es spawnen jetzt eine Menge Zombies. Sammelt zwischen den Phasen, bis der Boss wiederkommt, die rumliegende Munition für eure Strahlenkanone auf. Phase 2 funktioniert genauso wie die erste und er verlässt bei 50% Leben wieder kurz die Arena. In Phase 3 wird der Boss schneller und aggressiver. Nutzt in der Phase den Schildbürger und Regentropfen-Kaugummi. Schlagt enge Kurven in der Arena, damit der Boss euch nicht erwischt. Lauft, wenn er nah hinter euch ist, dem Boss entgegen und seitlich an ihm vorbei. So trifft er euch meistens nur einmal und schießt euch nicht wie ein Fußball vor sich her. Denkt dabei auch an eure Stimminjektionen. Lauft ihr nur in weiten Kreisen um die Arena, erwischt er euch, da er beim Sprinten in eine Richtung immer schneller wird. Die vierte und letzte Phase ist genau wie die dritte Phase. Schießt, sobald der Boss zurück in die Arena kommt, so lange auf ihn wie es geht und nutzt dann euren Helikopterschützen. Haltet damit nur auf den Boss und ihr bekommt ihn damit fast komplett down. Gebt ihm den Rest und ich bin stolz auf euch, ihr habt das Easter Egg geschafft. Habt ihr das Easter Egg geschafft, erhaltet ihr ein Artefakt, einen Skin für Kava und eine Visitenkarte. Ihr bekommt noch eine zusätzliche Visitenkarte, wenn ihr es abschließt, bevor der geführte Modus Anfang Mai 2025 veröffentlicht wird.